Die USA sind und bleiben einer der wichtigsten Märkte für deutsche Unternehmen. Und seit der Amtseinführung von Donald Trump gibt es geopolitische Veränderungen, es gibt politische Neuerungen, es gibt vor allen Dingen auch neue Handelsbeziehungen mit Ländern und eine Unsicherheit bei deutschen Unternehmern hinsichtlich der Regulierung. Alles das sind Fragen, die deutsche Unternehmer interessieren. Und dazu spreche ich heute mit einem USA-Experten und Anwalt, Manni Schönhuber. Was macht die neue Administration? Was proklamiert die neue Administration? Es ist eine gewisse Unsicherheit im Markt. Die Zölle sind derzeit das heißeste Thema. Kommen Zölle, kommen keine Zölle? Was passiert mit den Investitionsanreizen, dem Inflation Reduction Act, dem CHIPS Act? Will ich weiterhin Geschäft in den USA machen? Und das ist natürlich auch der Anreiz, oder der Ansatz der Regierung. 50, 60, 70% unserer weltweiten Umsatz kommen aus den USA. Dann ist es natürlich enorm wichtig, sich auch damit zu befassen. An Sie, was wäre so der wichtigste Punkt, den du sagen würdest, was er jetzt berücksichtigen muss, wenn er rübergeht in die USA? Ja, ich denke wirklich, jetzt ist nicht die Zeit für Abwarten und große Zurückhaltung. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk und auch heute wieder zu einem top-aktuellen Thema, besonders für Unternehmer. Das Thema heute lautet Expansion in die USA und Donald Trump. Wo liegen Chancen, wo liegen Risiken für deutsche Unternehmer? Die USA sind und bleiben einer der wichtigsten Märkte für deutsche Unternehmen. Und seit der Amtseinführung von Donald Trump gibt es geopolitische Veränderungen, es gibt politische Neuerungen, es gibt vor allen Dingen auch neue Handelsbeziehungen mit Ländern und eine Unsicherheit bei deutschen Unternehmern hinsichtlich der Regulierung. Alles das sind Fragen, die deutsche Unternehmer interessieren. Und dazu spreche ich heute mit einem USA-Experten und Anwalt, Manni Schönhuber. Manni Schönhuber ist Anwalt und Partner bei der US-Kanzlei Nelson Mullins in Houston, Texas. Manni, ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Claudia, danke, dass ich da sein darf. Lass uns doch direkt mit einem Überblick starten, Manni. Seit der Amtseinführung von Donald Trump, was hat sich geändert? Hat sich die Anzahl der Unternehmen, die in die US expandieren, verändert? Also man muss ganz klar sagen, zunächst bei jeder Wahl, auch in der Vergangenheit, ob jetzt ein neuer demokratischer Präsident gewählt wurde oder ein republikanischer Präsident, das macht keinen Unterschied. Zunächst gibt es erstmal eine gewisse Zurückhaltung, man wartet ab, auch als Unternehmer, was macht die neue Administration, was proklamiert die neue Administration im Wahlkampf und was wird dann auch wirklich umgesetzt. Vor allem aber auch, wie entwickeln sich die Mehrheitsverhältnisse im Senat, im Kongress, ja, um auch dann einschätzen zu können, kann ein Präsident, wie jetzt in diesem Fall Donald Trump, durchregieren mit dem, was er sich auch im Wahlkampf so vorgestellt hat, bis natürlich ein Gericht oder dann vielleicht sogar der US Supreme Court sagt, nein, das geht nicht. Oder ist man eher in einer Situation, wo man zu bipartisan, also einer Zusammenarbeit zwischen den Republikanern und den Demokraten kommen muss. Für mich persönlich muss ich ganz klar sagen, dass das Interesse ist weiterhin sehr, sehr hoch am Mhm. US-Markt. Es sind auch auf politischer Ebene, was natürlich jetzt auch enorm wichtig ist für die transatlantischen Beziehungen, sehr viele Delegationen aus Berlin, auch aus den einzelnen Bundesländern in den USA. Nicht nur in Mhm. Texas, nicht nur in Washington, D.C., auch im Rest des Landes. Und diese Delegationen sind natürlich auch immer mit Unternehmern gespickt und Unternehmen, die in den Mhm. USA bereits aktiv sind, aber natürlich auch weiterhin aktiv sein möchten. Und die müssen sich natürlich jetzt auf die neue Administration vorbereiten. Es ist eine gewisse Unsicherheit im Markt, im Allgemeinen, klar. Aber ich bleibe bei meiner These, dass es eigentlich noch riskanter ist, wenn man US-Geschäfte macht und weiterhin machen will, sich nicht mit dieser Administration und der Politik, Wirtschaftspolitik, Handelspolitik dieser neuen Administration auseinanderzusetzen. Mhm. Manni, das ist jetzt interessant. Was sind so die typischen Fragen von diesen Unternehmern, der Delegationen, die jetzt kommen?
Ja, natürlich, die Zölle sind derzeit das heißeste Thema. Kommen Mhm. Zölle, kommen keine Zölle? Wenn du dich noch erinnern kannst, wir hatten ja auch die Diskussion. Ich war relativ klar, dass Zölle kommen werden. Ja, Mhm. das ist natürlich auch ein Wahlversprechen, nicht nur von Präsident Trump, sondern von den Republikanern im Allgemeinen gewesen. Mhm. Aber das Allerwichtigste, das war schon in der Trump-1-Administration so. Selbst wenn Zölle kommen, worauf wir als Berater, als Rechtsanwälte, als Steuerberater oder auch Mhm. ähnliche Dienstleister immer gucken, ist, was sind die Ausnahmen, ja, die Exemptions der Zölle. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Staffelungen, denn die US-Wirtschaft ist ja auch abhängig von gewissen Importen, ja, Halbleiter, andere Industrien, in denen wir in Deutschland extrem stark sind und die Produkte hier benötigen, um in den USA produzieren zu können. Also gewisse Ausnahmen wird es immer geben und wird derzeit viel Lobbying auf dem Capitol Hill und auch in den Bundesstaaten gemacht, sodass dann auch Ausnahmen vielleicht sogar die ja, deutschen Unternehmen in gewisser Weise schützen. Und das zweite Thema, das ich natürlich auch noch ansprechen muss, ist Ja. eine große Frage, die ich immer wieder kriege, ist, was passiert mit den Investitionsanreizen, dem Inflation Reduction Act, dem Mhm. CHIPS Act? Mhm. Und da hängen wir natürlich auch noch ein bisschen in der Schwebe, aber hatten wir ja auch schon mal thematisiert, Ja. es ist gar nicht so einfach für diese Administration jetzt zu sagen, einfach einen Cut machen, gibt es nicht mehr, nein, sondern es wurden ja auch gewisse Vorkehrungsmaßnahmen der ehemaligen Administration getroffen, dass das nicht so einfach ist. Also man Okay. muss sich darauf einstellen, dass alles ein bisschen, ja, äh, unplanbarer ist, aber dennoch, wenn man jetzt unternehmerisch denkt, wenn man ein deutsches Unternehmen ist, das in den USA Geschäfte macht, sollte es weiterhin auch gefördert werden. Mhm. Sehr interessant. Das heißt, die 25%, die er, glaube ich, gegenüber Mexiko auch angekündigt hat, sind ja bisher auch noch nicht so durchgesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Manni? Ausgesetzt sogar wieder jetzt für Ausgesetzt. einen Monat, ja. Mhm. Stand heute zumindest. Ja, ich habe das auch gehört. Aber dass es dann auch nochmal Lobbyinggesellschaften gibt und das nicht auf alle Bereiche zutrifft, das ist bestimmt interessant für viele Unternehmer. Und du sagtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist dann auch nochmal abhängig von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ja, denn zum Beispiel, ich nenne den Bundesstaat Texas, ja, mit dem kenne ich Mhm. mich am besten aus. Es gibt ja auf föderaler Ebene den CHIPS Act, ja, der die Halbleiterproduktion, Technologien fördern soll. Wir haben aber auch auf Bundesstaatenebene hier in Texas einen CHIPS Act. Das heißt, selbst wenn es den föderalen CHIPS Act nicht mehr geben sollte, ja, gibt es auf Bundesstaatenebene weiterhin Förderprogramme. Und was am allerwichtigsten ist, auch für unsere Zuhörer und Zuseher jetzt in Deutschland, Ja. ist, man muss sich auch vor Augen führen, dass sehr viele republikanisch geprägte, regierte Bundesstaaten sehr von diesen föderalen Programmen profitieren. Ob das jetzt der Inflation Reduction Act ist, ja, Texas ist der Nummer 1 Bundesstaat für Mhm. Windenergie. Bundesstaat Texas profitiert sehr von dem Inflation Reduction Act und die Unternehmen, die hier ansässig sind. Von daher haben auch viele republikanische Regierungen, Governors in den einzelnen Bundesstaaten ein sehr hohes Interesse, dass diese Programme auch weiter fortgeführt werden. Und die demokratisch regierten Bundesstaaten sowieso, vor allem wenn es darum geht, die Renewables weiter zu fördern. Das muss man sich auch vor Augen führen, dass die Bundesstaaten, die von diesen föderalen Programmen profitieren, auch sehr großen Einfluss auch auf die Administration in Washington, D.C. ausüben können, damit diese auch weiter fortgeführt werden. Oder zumindest nicht so geändert werden, dass es auf einmal ein Nachteil für die republikanischen Bundesstaaten wäre. Mhm. Okay, aber es ist noch offen. Man kann noch nicht sagen, was passieren wird mit dem Inflation Reduction Act. Du sagtest, man kann es nicht direkt jetzt beenden. Aber wann, wie lange es gehen wird und ob es vielleicht sogar weitergeführt wird, das ist noch offen. Ja, also es ist natürlich ausgelegt auf zum Beispiel jetzt die Steuerabschreibungskomponente Ja. Inflation Reduction Act auf 10 Jahre. Ja, also das wäre sogar noch nach der Trump-2-Administration. Also man Mhm. muss gucken, was passiert, aber es ist ähnlich, dass
das Beispiel, das ich auch immer wieder liefere, ist mit Obamacare. Ja, in Trump Mhm. 1 wurde auch immer proklamiert, Obamacare ist das Erste, was ich abschaffen werde, wenn ich im Weißen Haus sitze. War auch nicht möglich, denn es wurden so viele Vorkehrungsmaßnahmen auch in diesem Gesetz schon getroffen, dass das nicht so einfach ist. Genauso ist es jetzt beim Inflation Reduction Act und anderen Anreizprogrammen, die vielleicht von einer Biden-Administration oder eben auch noch von einer Obama-Administration eingeführt wurden. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, Änderungen, Modifikationen vorzunehmen, aber das Programm komplett einzustampfen, abzuschaffen, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Du hast eben davon gesprochen, dass du viele Delegationen von Unternehmern siehst aktuell, die bereits in den USA vor Ort sind und die Fragen genannt. Hast du auch eine Einschätzung für Unternehmer, die noch nicht in den USA sind und was sich dort vielleicht geändert hat jetzt auch im Interesse an den USA, aber hier auch veränderte Fragen kommen? Ja, ich glaube, die Anzahl dieser Delegationen mit Mhm. Unternehmen, die neu in die USA kommen wollen oder vielleicht sogar müssen, denn allein die Androhung von Tariffs, von Zöllen, die vielleicht 10, 15, 20, 25% auf importierte Produkte aus Deutschland Ja. betreffen, allein das macht es natürlich schon sehr riskant, wenn man mittlerweile oder vielleicht sogar schon über Jahre Geschäfte in den USA, aber mit einer deutschen Gesellschaft macht, ohne Mhm. hier irgendwie Substanz in den USA zu haben, selbst wenn es nur eine Vertriebsgesellschaft ist. Das ist mittlerweile einer der Hauptgründe, warum viele deutsche Unternehmen sich auch überlegen müssen, will ich weiterhin Geschäft in den USA machen? Und das ist natürlich auch der Anreiz oder der Ansatz der Regierung, die sagen, okay, ihr möchtet hier in den USA Geschäfte machen, dann habt auch bitte hier Substanz, selbst wenn es nur eine Vertriebsgesellschaft ist. Ja, und das muss man sich auch vor Augen führen. Und zu dieser Realisierung kommen jetzt auch sehr, sehr viele kleinere deutsche Unternehmen, die jetzt Mhm. vielleicht auch immer gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier nicht selbst in Deutschland nicht die große Anzahl an Mitarbeitern, aber wir machen hier viel Geschäft. 50, 60, 70% unserer weltweiten Umsatz kommen aus den USA. Mhm. Dann ist es natürlich enorm wichtig, sich auch damit zu befassen. Und ich sage immer wieder, selbst wenn es nur eine Vertriebsgesellschaft ist in den USA, ist immer besser, mit Ausblick auf die Zukunft jetzt auch, was vielleicht noch in 1, 2, 3 Jahren kommen könnte unter dieser Administration, als mit einer deutschen Gesellschaft in den USA an Endkunden zu verkaufen und hier keine Substanz zu haben. Okay, also de facto empfiehlst du wirklich in den USA zu produzieren unter den aktuellen Bedingungen als deutsches Unternehmen? Produktion wäre natürlich der Idealfall, ja, und das ist Mhm. ja auch das, was die Trump-Administration fördern möchte. Mhm. Aber zumindest eine Vertriebsgesellschaft zu haben in den USA, die jetzt hier nichts produziert, sondern einfach nur die deutsche Gesellschaft sozusagen, um das jetzt wirklich auch praktisch zu unterfüttern. Die deutsche Gesellschaft verkauft an eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft und diese US-Tochtergesellschaft verkauft dann an die Endkunden in den USA. Ja, für das muss man hier keine Produktion in den USA aufbauen, aber es Okay, ist immer verstehe. noch besser, als wie wenn eine deutsche Gesellschaft an amerikanische Endkunden verkauft. Denn dann über Ausnahmen von Zöllen reden zu können, ist natürlich ein Uphill Battle, das man auf keinen Fall gewinnen wird. Wenn man Okay. aber zumindest eine US-Gesellschaft hat, natürlich gibt es hier auch keine Garantie, muss ganz klar sein, aber zumindest eine US-Gesellschaft zu haben, die an US-Kunden verkauft, ist man besser aufgestellt als ganz ohne. Mhm. Okay, verstehe. Und du hast eben auch erwähnt, es sind zunehmend auch Mittelständler, nicht nur Großunternehmen, die wirklich in die USA kommen. Was sind denn so typische Fallstricke, Manni, aus deiner Erfahrung heraus? Vielleicht hast du so 3 Fallstricke, Fehler, die deutsche Unternehmen machen, wenn sie in die USA expandieren, gerade jetzt unter den aktuellen Bedingungen. Ja, vielleicht um mit einem nicht rechtlichen Thema zu starten. Mhm. Ich sage, man unterschätzt zum einen immer die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Ja, wir sprechen alle in Deutschland gutes Business-Englisch. Äh, wir machen vielleicht in den USA Urlaub, haben ein gewisses Verständnis für das Land über die Jahre entwickelt. Aber ich sage leider immer wieder, man darf
deutsche soziale Marktwirtschaft nicht eins zu eins mit dem amerikanischen Kapitalismus vergleichen, denn die Amerikaner machen Business anders, als wir das in Deutschland kennen oder gewöhnt sind. Und das ist auch oftmals meine Rolle, eben dieses kulturelle Verständnis Mhm. zusätzlich zur Rechtsberatung zu liefern. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch immer wieder erwähne, ist für Unternehmen, die hier wirklich in die Standortwahl in den USA gehen. Die Mhm. wichtigste Entscheidung ist nicht, ob man in die USA geht oder nicht, sondern in welchen Bundesstaat man Mhm. geht. Denn es gibt ganz, ganz große Unterschiede zwischen den, ich nenne sie jetzt einfach mal businessfreundlichen Bundesstaaten und den, ja, arbeitnehmerfreundlicheren Bundesstaaten. Und die meisten Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen, möchten nicht unbedingt mehr deutsche Bürokratie auch in den USA genießen, sondern eigentlich weniger davon. Und noch dazu, wenn man das Ganze vielleicht sogar auch aus Deutschland managen muss, Ja. das am Anfang, wenn man noch keine Mitarbeiter in den USA vor Ort hat, möchte man natürlich schon in einem Bundesstaat landen, der businessfreundlich ist, vielleicht auch in einem Bundesstaat, in dem es keine Gewerkschaften gibt, und in dem das Business gefördert wird, ja, wo mit Anreizen gearbeitet wird und nicht mit Verboten. Und das ist so das zweite Thema, das oftmals unterschätzt wird, ja, dass eigentlich die Standortwahl mehr auf die einzelnen Bundesstaaten definiert werden muss, als auf die Entscheidung, in die USA zu gehen oder nicht. Und vielleicht dann Okay. zum Schluss als drittes, Da vielleicht eine ganz kurze Frage ja, dazu, Manni, gerne. und zwar ein deutscher Mittelständler, der jetzt verunsichert ist, nicht weiß, ich USA im Hinterkopf hat, drüber nachdenkt, dorthin zu expandieren. Was ist dann eine Anlaufstelle? Wärest du aus Texas heraus auch eine Anlaufstelle für ihn? Das heißt, du berätst wirklich USA-weit. Sollte es dann letztlich doch Kalifornien sein oder kein Südstaaten-Bundesstaat, dann wärest du auf jeden Fall für Gesamt-USA der richtige Ansprechpartner. Genau, also wir sind mit Büros in der Kanzlei in den Mhm. gesamten USA vertreten. Ich sage immer, ich habe einen geografischen Fokus, alle meine Mandanten sind deutschsprachig, aber mir ist es relativ egal, das ist das Schöne auch an meiner Position, in welchem Bundesstaat die sind, von der Westküste bis an die Ostküste, von Norden bis Süden, überall im Land verteilt, ja, Okay. und das betreue ich alles mit, natürlich im Team. Aber muss ich auch fairerweise dazu sagen, man sieht schon auch in den USA Cluster von deutschen Unternehmen, vor allem von deutschen Mhm. mittelständischen Unternehmen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Standortwahl. Ja, in der Regel, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist die Wahl zwischen 5 bis 8 Bundesstaaten, ja, die immer Mhm. wieder für deutsche Unternehmen in Frage kommen. Und das ist klassisch der Südosten und der mittlere Westen der USA. Ist ja auch zeitlich angenehmer, sage ich mal, für Europa als die Westküste. Mhm. Absolut, ja, Ja, ja. prima. Und der dritte Fallstrick, den du erwähnen würdest? Ja, und der dritte Punkt, da du ja jetzt mit einem Rechtsanwalt sprichst, eventuell auch eine rechtliche Thematik, die für deutsche Unternehmen wichtig ist. Und das ist leider immer wieder, was ich auch spüre in meiner täglichen Arbeit, die Tatsache, dass deutsche Unternehmer, deutsche Manager oftmals die Unterschiede der beiden Rechtssysteme, ja, das deutsche Recht basierend auf dem französischen Code Civil im Mhm. Vergleich zum amerikanischen Recht basierend auf dem britischen Common Law viel Mhm. zu sehr unterschätzen, ja, was vor allem auch die Verträge, die hier in den USA unterzeichnet werden, betrifft. Wir können alle gutes Business Englisch, ich habe es gesagt, aber dann auch die Nuancen, die im US-Recht einfach ganz anders sind als im deutschen Recht. Ja, wir haben hier keine kodifizierten Statuten, wir haben den UCC und einzelne Bundesstaaten haben vielleicht noch kodifikatorisches Recht, Mhm. Statutes, wie wir es nennen, oder Okay. einen Property Code zum Beispiel. Aber in der Regel ist hier alles basierend auf Vertragsfreiheit und natürlich auf Präzedenzfallbindung. Und das, glaube ich, kann ich auch so frei sagen. Zunächst zählt erst einmal alles, was in den Verträgen steht, bis ein Richter sagt, nein, das geht nicht. Und das weißt du auch, bis es soweit ist, dass ein Richter sagt, nein, das geht nicht, dauert sehr lange und wird in den USA sehr teuer. Von daher auch ähm, mein Ratschlag an die meisten Unternehmen vielmehr, sich in diesen Belangen beraten zu lassen und die meisten Mandanten, bevor die
etwas unterzeichnen, lassen mich noch mal kurz über den Vertrag gucken, damit wir auch wissen, okay, das passt und das kann so unterzeichnet werden. Oder es muss eben gewisse Änderungen geben. Ja, das Rechtssystem in den USA ist einfach mal anders als in Deutschland und diese Tatsache muss man sich immer wieder vor Augen führen. Mhm. Und du hast ja in den USA studiert, das heißt, du bist vertraut mit dem US-Recht und das ist ja wirklich dann ein USP für dich, sage ich mal, dass du das auch den Deutschen in ihrer Sprache übersetzen kannst. Das ist natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als wenn ich das in einer anderen Sprache, juristische Aspekte mit jemandem besprechen müsste. Also mir Ja, wird es persönlich so gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, prima, das sind interessante Fallstricke. Manni, wenn du jetzt einen Tipp hättest in der aktuellen Situation an CEO, was wäre so der wichtigste Punkt, den du sagen würdest, was er jetzt berücksichtigen muss, wenn er rübergeht in die USA, von all dem, was wir jetzt besprochen haben, oder vielleicht noch was Ergänzendes? ja, ich denke wirklich, jetzt ist nicht die Zeit für Abwarten und große Zurückhaltung, Mhm. denn es ist einfach viel zu riskant zu sagen, ich mache hier eventuell schon Geschäft in den USA, ich habe hier Kunden, die weiterhin bedient werden müssen, habe aber noch keine Substanz in den USA. Das wäre jetzt meiner Meinung nach der größte Fehler. Wenn es sogar die Möglichkeit gibt, gewisse Produktionsschritte in den USA abzuwickeln, vielleicht war das sogar schon mal in der Planung Ja, des Unternehmens, dann auf jeden Fall das forcieren mit unserer, ich sag das auch ganz stolz als deutscher Staatsbürger, mit unserer abwartenden Haltung ist man, ja, man sieht es einfach jeden Tag eventuell ein, zwei, drei, vier, fünf neue Executives Order, mit denen wir konfrontiert sind, verliert man mit so einer Zurückhaltung. Und das würde ich einem Unternehmer sehr, sehr ans Herz legen, denn es ist wichtig, proaktiv sich damit zu beschäftigen, um dann nicht in einer Position zu sein, in denen vielleicht man mit Tariffs, mit Zöllen von 20 oder 25% belegt wird und dann aus dem US-Markt genommen wird, denn die Marge dann einfach keinen Sinn mehr macht. okay, ja, sehr gute Empfehlung. Das heißt, Empfehlung, Manni Schönhuber, nicht abwarten, sondern wirklich loslegen, was vielleicht nicht allen Deutschen, ja, wir sind eher abwartend, ist richtig. Letztlich weiteres Abwarten kann auch Umsatzverlust bedeuten, sehr schnell. Genau so ist es, ja. Ja, Manni, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das waren viele interessante Einsichten. Und wenn Sie noch Fragen haben an Herrn Schönhuber, wir werden seine Kontaktdaten in den Kommentaren veröffentlichen, dann gerne direkt mit Herrn Schönhuber in Verbindung setzen. Und wenn Ihnen unsere Podcasts und Video-Interviews gefallen, folgen Sie uns auch auf YouTube. Den Link werden wir auch in die Kommentare einstellen. Ganz herzlichen Dank.